So, jetzt würde ich zum Abschluss noch einmal irgendwas arktisch-technisches machen. Und zwar würde ich gern... Oh, das geht lange. Das ist, glaube ich, schon sehr alt. Wir gucken mal rein, ob es was ist, das Video. Okay, ich glaube, gucken, wie die Auflösung ist. Arctic Survival Part 1. So ein bisschen Vorbereitung Arctic Warrior. Schade ist ja nicht, sich reinzuziehen. Das ist schon ein paar Jahre her, das Video, glaube ich. Die Ultimate Survival Guide. Ja, okay. Geht das für euch oder ist das arg unscharf? Das ist arg unscharf, oder? The far north of Sweden, 150 kilometers inside the Arctic Circle. A true survival test, but also a fantastic place to be. Okay, im Norden von Schweden. You don't need any prizes for realizing that in this environment, cold is your biggest problem. This might look like a winter wonderland, but at temperatures as low as -30, I'd actually be warmer snuggling up to the peas in your Über minus 30 home Grad. freezer. Last week, it was -50. Minus 50 letzte Woche. Krass. But all joking aside, in temperatures like these, one small mistake, like losing a glove, can cost you your fingers with frostbite. Or even worse, your life. So, er sagt auch, ne? Ein kleiner Fehler wie Verlieren vom Handschuh kann halt tödlich sein. My body temperature's 37 degrees. So on a day like today, I've got to maintain a difference between the environment and myself of 70 degrees. Not surprisingly, my priorities are shelter and warmth. Cool erklärt. Die Körpertemperatur mit irgendwie knapp 37 Grad zur Außentemperatur sind 70 Grad Unterschied. 70. As you can see, this tree is virtually a shelter in its own right. But to make it really snug, it's going to take a couple of hours work. Okay, er will jetzt aus diesem Baum oder aus den Zweigen damit einen Shelter bauen. Da bin ich mal gespannt. Schöne Schneetarnhose an hier. One thing that's always important in the Arctic is a sharp knife. But perhaps even more important than that is this, an axe. And if it's not sharp enough to do that, it's really not much use. Also eine scharfe Axt ist das A und O. Tip. Knock the snow down first, unless you want it down your neck when you start chopping. Okay, macht es dichter damit von außen. Quasi wie so ein Tipi bauen. Lots Auch of gut. spruce boughs like this helps to windproof the shelter. Auch coole Sache, ne? Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich das irgendwie Teile davon übersetze. Der macht es jetzt ganz dicht mit den Zweigen gegen Windschützen und dann Schnee oben drauf. Schnee isoliert nämlich super. Shoveling the snow on like this packs it all down, makes the shelter completely windtight, which means I'll stay warm in there in the night. Ich bin gespannt, ob er da Feuer drin macht. Despite being -30, shelter building is hot work, and you must be careful that your sweat doesn't freeze in your clothes once you stop. Das ist so das, genau. Man muss, wenn man halt hart arbeitet, fängt man an zu schwitzen und wenn das dann gefriert am Körper, nicht gut. It's better to keep cool by taking a layer of clothing off first. This'll be my bed, raised off the ground to allow the warmth of the fire underneath me. For the fire itself, I've dug down to the ground. That's to prevent moisture melting in the early stages of the fire and putting it out. Genau. Das haben wir auch bei Nerd gesehen. Feuer machen nicht einfach auf dem Schnee, denn dann geht das Feuer aus, weil es schmilzt von unten. Macht er auch so, macht alles frei. But also, to make sure the fire lights well, I need to insulate it from the ground. And for that, I've split some wood. Feuer auf Feuer machen, auf Holz machen, ja. There's a bed to begin with. Lighting fires when it's this cold can be difficult. The secret's good preparation. To start with,
I've split some nice dry standing spruce, that burns really well. I've collected some dead dry birch bark, that'll help get the flames built up to start with, and to make those catch properly, some nice dry spruce twigs. Most important of all, you keep your tinder dry and warm. The best place for that is inside your clothing. Yep. And you only get it out at the very last minute. For tinder, I'm using this. This is lichen that I pulled off the trees earlier. Genau, das sind diese Bartflechten, die er nimmt als Tinder tatsächlich. Und sagt auch, pass auf, Anzündmaterial, wir sehen es, glaube ich, hier in so eine Tüte rein. Mache ich tatsächlich auch. Ich habe immer Anzündmaterial mit dabei, wenn ich rausgehe. So ein kleines Säckchen mit verschiedenen Sachen drin. Und er sagt sich, wenn ich rausgehe, sammle ich als erstes Anzündmaterialchen. Unter anderem diese Bartflechte. Auch Rinde draufgelegt, wahrscheinlich Birkenrinde. Ja, sieht nur Birkenrinde aus. Fire's great for morale, but it's important to have enough firewood so that it doesn't go out at the coldest point in the night. Cutting firewood, that's thirsty work, so before I go to get any more, I'm going to put some snow on to melt. Hat er auch gesagt, ne? Feuervorbereitung ist das A und O. Deswegen haben wir zum Beispiel bei Nerd in the Dirt auch so viel Feuerholz gesammelt. Das sah so viel aus. Aber damit man zum Beispiel die ganze Nacht durchkommt, oder zumindest bis alle schlafen, und morgens früh direkt Feuer machen kann und nicht erst neu sammeln muss. What I'm using to melt the snow is this. It's a mosquito head net. Always good to have with you. Pack it full of snow and that'll gradually melt and drip down into this cup. Ja, die Technik kenne ich auch. Also der packt tatsächlich Schnee in ein Moskitonetz. Ich kenne es mit Klamotten. Hängt das neben das Feuer und während einfach man das Feuer befeuert, kann man gleichzeitig Wasser gewinnen, wenn man jetzt so tiefe Kälten hat, dass man nicht an fließendes Wasser mehr rankommt. Didn't have a mosquito net. You can improvise this really easily from a piece of clothing. I've even used a scarf before now. Okay, hat auch mit dem Schal das Ganze gemacht. In these temperatures you need a lot of water. If you haven't got a cooking pot, this may be the only way you can get water in a frozen land. Schön gemacht, das Video. Zieht natürlich der ganze Rauch in die Höhle rein, ne? Wie macht er denn das? Wohl nach oben was offen. Well, that's great. With the fire going now, I've got really comfortable shelter. This fire is a special fire. It gives out a lot of heat, nice warm dry atmosphere to keep me cozy, and it enables me to dry off any wet clothing. Of course, now I have to think about what I'm in contact with. So on the bed I put down lots of spruce boughs, and also where I put my feet, because the snow can conduct heat away from my body 20 times faster than those branches. Okay, er erklärt jetzt hier, er hat halt überall die Zweige am Boden ausgelegt, plus auf einem Bett, und sagt halt auch, okay, auch um darauf lang zu gehen, damit er nicht auskühlt, weil über 20 Mal so schnell kühlt der Körper aus, wenn ich auf Schnee laufe, anstatt auf Zweigen. And that's an important thing. In fact, knowing what not to touch is critical out here. That aluminium shovel I was using earlier, well, the aluminium will conduct heat away from my body 100 times faster than ice. And just to show you that, a few minutes ago, I cracked an egg on here, and that's it. That's not cooked there, that's frozen. Because the ambient temperature is 32 degrees Celsius below zero. And this is what happens to a banana. It goes as hard as iron. Wie cool ist er denn? So ein altes Video. Wie cool ist das? Er hat eben das Ei auf der Schaufel ausgeschlagen. Haben wir leider nicht gesehen, wie schnell das Ei gefroren ist. Und jetzt die Banane. You could use it as a tent peg. Macht wahrscheinlich In Tee the jetzt winter, aus. most of the useful plants are hidden under snow. But at least the needles from a pine tree can be cut up fine to make a warming drink packed with vitamin C. Jawohl, das ist übrigens so eine, diese Tasse hier ist so typisch für Lappland, also oben Norwegen, Schweden, Finnland, ganz oben im Norden, diese Holztassen, ganz typisch. Well, a cup of pine needle tea
makes all the difference. Warm, tasty drink. Of course, 5% extra effort leads to 50% more comfort. The crew, mind you, they're going back to a heated cabin while I'm stuck here for the night. But that's all right, I'm pretty much looking forward to it. A few things I have to do though before I settle in. Firstly, I'll take this tripod down. I don't want anything creating a shadow between me and the fire. I'll build the fire up so it'll burn all night, and then I'll crawl into my old sleeping bag. Okay, er macht das Feuer so, sagt auch, pass auf, den Kochtopf beiseite tun, damit es keinen Schatten gibt, beziehungsweise keine Unterbrechung von der Wärme, die ausstrahlt, und hat das Feuer so vorbereitet, dass es die ganze Nacht brennt. Da bin ich jetzt mal gespannt. One important thing to remember with sleeping bags in the Arctic is not to have your head down inside the bag, because if your breath goes into the sleeping bag, it condenses there and you get cold. The answer is to put a balaclava on and just put up with a cold nose. Genau, er sagt auch im Kopf draußen schlafen. Kann ich auch von der Gebirgsausbildung. Gesicht bleibt immer frei draußen, damit ich nicht reinatme in den Schlafsack und das dann gefriert. Jetzt will ich mal sehen, was er für ein Feuer gemacht hat für die Nacht. And it is going to be cold. Nighttime temperatures can drop below -50. Minus 50 Grad. Ja. Kann bis minus 50. Das ist viel. Das ist heftig. Moments like this, cold night, your mind turns to some of the tragedies of Arctic survival. In 1942, for example, the B-26 bomber crashed in Labrador. The crew made it to the ground safely, but then slowly they starved to death. The real irony was, they were only an hour and a half's walk from an Inuit village. Okay, er erzählt gerade die Geschichte von 1942, wo ein Bomber abgestürzt ist dort oben. Die haben alle das sicher runtergeschafft mit dem Flieger. Und ja, sind alle Stück für Stück gestorben. Und nur 1,5 Stunden entfernt war eine kleine Siedlung von den Inuit, also von den Völkern dort oben. Because of things like that, instances where people died and they needn't have, survival training has been taken very seriously by the military. While I'm here in the Arctic, I'm going to visit just such a course. Okay, er hat vorher so einen Kurs gemacht beim Militär. Really looking forward to today. I'm going to meet one of my oldest chums, a man called Lars Felt, Was who's für eine coole responsible Jacke. for all survival training within the Swedish military. Just a few kilometers up this lake, he's got a course on at the moment. A few years ago, the Swedish army realized that recruits raised in the cities no longer knew how to take care of themselves in the wilds. So Lars was ordered to organize survival training. The Arctic training he runs is second to none in the world. This course is for soldiers who want to become survival instructors, and it's tough. They'll be on their own for 5 days without food or supplies. Okay, der Instructor, der unterrichtet quasi oder bildet aus die Ausbilder im Survival im arktischen Bereich. 5 Tage allein, ohne Essen und allem. The shelter they're making is called a quinsy. You can't build igloos here because the snow is too powdery. So you make a big pile of snow and then hollow it out using sticks to ensure the thicknesses of the wall are even. When you uncover the tip from inside, you stop digging. To complete the course, the soldiers must pass a crucial test. They must be able to make fire in under 60 seconds. That's not easy when you're hungry. The ability to light a fire is obviously important in the Arctic. But fire can do more than just keep you warm. It can get you rescued. This special fire instantly sends dense smoke high into the air, attracting the attention of rescue planes overhead. Jawohl, und dann kommt Tom Cruise angeflogen hier mit dem Eurofighter. Ich weiß auch genau, wo das ist. Das ist das Arctic Warfare Center in Schweden. Das ist nämlich ein riesen Militärübungsplatz. Da hatten wir auch erst überlegt, einen Arctic Warrior zu machen, weil da viele Connections hin sind von den Jungs, die wir alle die Arctic-Ausbildung gemacht haben, Arctic Warfare. Und was die jetzt hier gemacht haben, ist ein Signal gegeben quasi. A jet passes you in seconds, so a properly prepared signal fire can make the difference between life
and death. Letting rescuers know where you are is one thing. Getting rescued is another. And in the Arctic, that can take a long time. In 1991, a Canadian Air Force transport plane crashed near the North Pole with 18 people on board. The rescuers knew exactly where the plane had come down, but it took 2 days to get to them. In that time, they had to survive in temperatures as low as -70 degrees centigrade. Boah, habt ihr das verstanden? In Kanada ist eine Maschine abgestürzt. Man wusste genau, wo die war. Es hat 2 Tage gedauert, zu denen durchzukommen, aber es waren bis zu -70 Grad. The plane was on a routine supply mission to an airbase at Alert, less than 500 miles from the North Pole. Most of the passengers were from the military, but also on board was Bob Thompson, manager of the civilian-run store at the base. I would go up there every 3 or 4 months just to see how things were going and make sure that they had the items they needed and things like that. As the plane made its final approach to Alert, the crew made a fatal misjudgment and clipped the top of a hill. I was waiting for the landing gear to come down, and then it was just a big grinding, very loud, very violent. Okay, die sind zu nah über den Berg geflogen und haben quasi sich, ja, mit dem Flugzeug sind sie da angekratzt. Noise. Somebody, close to me said something like, what's happening? And I just sort of blurted, we're crashing. I was still belted in and remembered sort of rushing air and then quite a sudden stop. Das ist richtig aufgerissen, das Flugzeug. Lying in the snow in complete darkness. Rescuers knew within minutes where the plane had crashed, but there were no helicopters at Alert, and the crash site proved to be impossible to reach by land. Bob was trapped in mangled bits of wreckage, with a broken back and totally reliant on the surviving aircrew making him some shelter. Oh, okay, der hat tatsächlich einen Rücken gebrochen. Oh, Video vorbei. Okay, das war das Video vorbei. Puh, krass. Okay, fand ich sehr cool, so ein kleines Survival-Video, das mal anzuschauen. Fand ich guten Input. Sehr guten Input sogar, muss ich sagen.